In diesem Video zeigen wir euch eine Musterlösung für Aufgabe 5.1 des CAD-Workshops. In dieser Aufgabe geht es darum, den Massenschwerpunkt einer Baugruppe zu bestimmen, und diese Baugruppe werden wir am Anfang erstmal konstruieren. Ich habe schon ein neues Teil erstellt, den Flansch, das erste Teil der Baugruppe, und den werde ich jetzt einmal konstruieren. Das Ganze hat einige rotationssymmetrische Teile, deswegen werde ich mit einem Rotationsfeature anfangen. Dazu lege ich hier eine neue Skizze an. Wir fangen mit der Rotationsachse hier an. Okay, das ist jetzt eine grobe Skizze des Rotationsprofils. Wir benötigen ein paar Bemaßungen. Der Durchmesser der Bohrung beträgt 6 mm, das heißt, wir haben hier dieses Maß. An dieser Stelle beträgt die Dicke dieses Rohrfortsatzes 8 mm. Und wir haben hier schon von SolidWorks automatisch eine Parallelbeziehung zwischen den beiden Linien. Dadurch sind die exakt schon so festgelegt. Was wir noch brauchen, ist hier eine Deckungsgleichbeziehung, mit der wir einstellen können, dass dieser Punkt hier genau auf dieser Linie liegen soll, wenn man diese Linie hier fortsetzt. Wir haben hier unten noch diese Furche. Die ist 1 mm tief und hat einen Abstand von 12 mm zur Innenkante der Bohrung. Wodurch das Ganze ein bisschen verzogen wird, deswegen müssen wir uns hier ein bisschen Platz machen. Und dann stellen wir noch die Breite der Bohrung, der Furche ein. Die ist 2 mm. Der Flansch hat einen Durchmesser von 60 mm. Und wir haben hier oben einmal noch die Höhe dieses Zapfens. Die beträgt 12 mm. Und wir müssen auch noch diesen Abstand hier einstellen. Der beträgt ebenfalls 2,5 mm. Eine Bemaßung oder Beziehung fehlt hier noch, nämlich genau, dass dieser Punkt auch auf dieser fortgesetzten Linie hier liegen soll. Das machen wir mit einer weiteren Deckungsgleichbeziehung. Damit ist die Skizze vollständig bemaßt und wir können das Rotationsfeature anwenden. Unsere Rotationsachse ist diese Mittellinie hier, das ist korrekt. Und wir wollen um 360 Grad rotieren. Das können wir alles schon so akzeptieren. Als nächstes mache ich die Bohrungen. Da schauen wir einmal von oben drauf. Mit einer neuen Skizze. Und die Bohrung richte ich hier an dieser Hilfslinie aus. So, wir haben hier einen Radius von 23,5 mm.
und der Durchmesser der Bohrung beträgt 4,1 mm. Das können wir direkt schon als Schnittlinie austragen. Und zwar durch alles. Und jetzt nehmen wir ein Feature-Muster, um das Ganze kreisförmig zu wiederholen. In diese Richtung hier. Und wir haben insgesamt 6 Bohrungen. Okay. Und als letztes jetzt noch folgen 2 Phasen an der äußeren Kante. Und zwar hier und hier. Und diese Phase haben Maße von 0,5 mal 45 Grad. Dann stellen wir noch eben das Material ein. Das ist eine Aluminiumlegierung und zwar 6063O. Wir können kurz das Gewicht überprüfen. Das beträgt 22,19 Gramm und das entspricht genau dem, was auch in der technischen Zeichnung steht. Mal kurz abspeichern und wir machen mit dem nächsten Teil weiter. Schon mal eben abspeichern. Dieser Schlauch ist eigentlich ein relativ simples Teil. Wir brauchen ein Bahnfeature entlang einer festgelegten Bahn. Und diese Bahn legen wir durch eine 3D-Skizze fest. Diese 3D-Skizze beschreibt einfach nur den Verlauf des Schlauches mit einer Linie. Hier haben wir eine Verrundung. Nachher noch sicherstellen, dass das Ganze tangential anliegt. So, jetzt müssen wir die Ansicht einmal wechseln. Gucken, dass wir von oben genau drauf schauen. Ah, dieses kleine Stückchen hier brauchen wir nicht. Das war falsch. So. Wir wollen jetzt hier noch eine weitere Verrundung in diese Richtung. Und dann noch ein letztes Stück. So, einmal sicherstellen, dass alle Übergänge tangential sind. Hier ist das der Fall. Hier noch nicht, jetzt aber. Diese Linie soll genau in Z-Richtung verlaufen. Das ist schon eingestellt. Diese Linie hier in X-Richtung, das ist auch schon eingestellt. Und dann schauen wir noch einmal von der Seite drauf. Das hier soll auch tangential sein. Und diese Linie hier soll in Y-Richtung zeigen. Da ist es auch schon eingestellt. So, aus dieser Ansicht sieht es auch dann genauso aus wie in der Zeichnung. Maße dran. Dieses Stück hier ist 85 mm lang. 25er Radius. Das hier sind 60 mm. Noch ein 25er Radius. Und 40 mm hier unten. Okay, damit ist die Bahnskizze vollständig definiert. Wir brauchen jetzt kein spezielles Bahnprofil zu erstellen, denn wir können hier einfach ein kreisförmiges Profil von den Standardeinstellungen benutzen und das dann mit dem dünnen Feature hohl machen. Also hier das kreisförmige Profil, die Bahnskizze ist diese Skizze hier.
Der Durchmesser beträgt außen 10 mm. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Mal das dünne Feature aktivieren. Jetzt haben wir eine Wandstärke von 1 mm nach innen. So rum muss das also sein. So ist nach außen, so ist nach innen aufgetragen. Und damit ist der Schlauch schon fertig. Wir stellen auch eben das Material ein. Das ist diesmal PVC. Und der Schlauch ist fertig. Jetzt kommt das dritte Teil, der Stopfen. Können wir auch wieder als rotationssymmetrisches Teil machen. So. Ein paar Maße dran. Oh, und eine Sache habe ich vergessen. Wir brauchen nämlich noch die Rotationsachse. Da haben wir sie jetzt. So, wir haben hier nämlich dann einen 14 mm Durchmesser. Und hier auf der Innenseite 8 mm. Oh, da müssen wir einmal etwas sauber machen. So. Der Winkel dort. Und mir fällt gerade auf, ich habe die 8 mm auf die falsche Seite gesetzt. Die gehören nämlich hier dran. Und innen, jetzt hat sich das ein bisschen aneinander geschoben. Innen sollen es 6 mm sein. Okay. Genauso wie bei dem Flansch eben brauchen wir noch ein paar Beziehungen. Und hier fehlt noch ein Maß. Und zuletzt müssen diese beiden Linien hier noch kollinear gesetzt werden. Damit ist diese Skizze dann auch voll definiert. Wir machen einen rotierten Aufsatz wieder. Und damit haben wir den Stopfen. Material festlegen. Polyethylen. Und wir können auch hier einmal noch kurz die Masse überprüfen. Das sind 0,59 Gramm. Und der Vollständigkeit halber überprüfen wir das auch eben beim Schlauch.
und 9,61 Gramm. Entsprechend auch hier genau dem Wert aus der technischen Zeichnung. Gut, damit sind die 3 Bauteile soweit fertig. Das Ganze bauen wir jetzt in einer Baugruppe zusammen, die hier Druckkammererweiterung genannt wird. Also wir brauchen eine neue Baugruppe. Und wir fangen an mit dem Flansch. Und hier müssen wir jetzt schon genau auf die Ausrichtung achten. Der soll erstmal nicht fixiert sein. Und jetzt soll der Ursprung des Flansches genau auf dem Ursprung der Baugruppe liegen. Das machen wir so, indem wir die beiden Ursprünge deckungsgleich hier setzen. Die Deckungsgleichverknüpfung. Als nächstes kommt der Schlauch. Ja, der soll nicht komplett auf den Stopfen geschoben werden, sondern noch 3 mm Abstand zur Fläche haben. Setzen wir hier erstmal eine konzentrische Verknüpfung. Und dann müssen wir den Schlauch ein bisschen nach oben schieben. Dann brauchen wir hier einen 3 mm Abstand. Genau. Jetzt müssen wir darauf achten, dass der Schlauch korrekt ausgerichtet ist. Wie wir in der technischen Zeichnung sehen können, soll dieses Ende, auf das gleich noch der Stopfen kommt, genau in X-Richtung zeigen. Das ist im Moment noch nicht der Fall, wenn wir hier unten aufs Koordinatensystem achten. Wir müssen also noch ein bisschen drehen und eine Achse hier genau dann entsprechend ausrichten, beziehungsweise eine Ebene. Ich richte es schon mal grob entsprechend aus. So soll es ungefähr nachher aussehen. Und jetzt schauen wir mal, welche der Basisebenen des Schlauches dafür in Frage kommen. Wir können zum Beispiel hier die Ebene rechts zur Ebene vorne der Baugruppe parallel setzen. Und damit ist der Schlauch dann passend ausgerichtet. Da kommt als letztes noch der Stopfen da drauf. Hier können wir ruhig eine konzentrische Verknüpfung setzen, die wir dann direkt sperren. Und es soll natürlich andersrum sein. Und dann brauchen wir nur noch hier eine Deckungsgleichverknüpfung, denn der Stopfen wird genau bis auf Anschlag auf den Schlauch gesteckt. Damit ist die Baugruppe fertig zusammengebaut. Jetzt wollen wir einmal den Massenmittelpunkt bestimmen. Und das machen wir hier oben über Evaluieren und dann auch im bekannten Masseneigenschaftenfenster. Der Massenmittelpunkt, man sieht ihn hier auch, der wird so in dieser Form hier dargestellt. Liegt genau an dieser Stelle. Und jetzt müssen wir hier darauf achten, das bezieht sich genau auf das Standardkoordinatensystem. Das ist im Moment das einzige Koordinatensystem, was wir hier in dieser Baugruppe haben. Ich könnte aber auch noch weitere Koordinatensysteme definieren, die dann eventuell verschoben sind oder gedreht entsprechend zum Standardkoordinatensystem. Wenn ich eines dieser Koordinatensysteme hier oben dann auswählen würde, würde natürlich dieser Massenmittelpunkt relativ zu diesem Koordinatensystem angegeben werden. Der Massenmittelpunkt lässt sich übrigens auch als Referenzgeometrie in der Baugruppe einfügen. Und das geht hier oben. Hier unter dem Punkt Referenzgeometrie. Und dann ist hier der Massenmittelpunkt. Und das ist jetzt wirklich ein Punkt, der hier in dieser Baugruppe jetzt platziert ist. Den
könnte ich tatsächlich theoretisch auch für Konstruktionen verwenden. Der ist standardmäßig nicht sichtbar. Wenn ihr ihn sichtbar machen wollt, ist hier in die Ansichtseinstellungen gehen, bei diesem Auge, und dann hier die Massenmittelpunkte sichtbar schalten. So, und jetzt sehen wir hier auch, genau an dieser Stelle liegt der Massenmittelpunkt. So, damit wären wir fertig mit der Aufgabe 5.1. Ich hoffe wie immer, das Video war hilfreich für euch. Bis zum nächsten Mal.